Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, am 30.05. ist das größte oder es möchte das größte Wetterdatennetzwerk der Welt quasi ins Mainnet gegangen, das heißt live gegangen. WeatherXM kennen wahrscheinlich viele von euch, haben eventuell auch eine Station etc. Und das hat wirklich jetzt fast, ich dachte, 2 Jahre gedauert, ehe es aus dem Testnet ins Mainnet gegangen ist. Und gestern, also gestern war der 30.05., war es endlich soweit. Es gab viele Stimmen, was das Thema angegeben hat. Und ich hatte dazu heute früh auf unserem Kanal auch noch mal eine Frage gestellt, um mal zu gucken, wie sich das verhalten hat, ob es dann Airdrop gab, etc. Es gab keinen Airdrop, aber die Rewards, also die Beta-Rewards, werden anders aufgeteilt. Das Ganze zeige ich euch dann auch. Für alle, die jetzt neu bei uns sind, wie gesagt, WeatherXM ist quasi eine DeepIn-Plattform, die aus Wetterstationen besteht. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, euch für um die 400 €, da kommt noch ein bisschen Versand und noch einige andere. Seht ihr hier zum Beispiel die Standard Wetterstation mit Wi-Fi. Geht natürlich auch mit Helium über LoRaWAN, das heißt, ihr braucht ihr noch nicht mit Wi-Fi anbinden. Kostet aktuell 400 $, da kommt noch ein bisschen Versand dazu und auch eventuell Einfuhrumsatzsteuer, kommt drauf an, woher ihr die bezieht. Und dann ist das Teil bei euch aufbauen, im Netzwerk anmelden, fertig ist. Und so nehmt ihr mit teil. Ja, wir wollen uns auch mal die Rewards gleich anschauen, das heißt, was ihr damit verdient. Nehme schon mal eins vorweg. Ich habe es grob durchgerechnet, habe es mir auch nochmal von einigen Anwendern bestätigen lassen. Ihr macht mit einer Station, die 400 $ kostet oder 450 € mit Steuern und Versand so in der Dreh. Ich müsste nochmal genau gucken, was es kostet. 100 € im Monat. Das heißt, der Return on Invest liegt hier bei ganz grob gerechnet 4 Monaten, beziehungsweise 4,5 bis 5 Monate und dann ist das Geld wieder drin. Alles danach ist Profit. Also so sieht aktuell die Kalkulation aus. Ja, wenn wir mal in den Explorer reinschauen, seht ihr hier nochmal so ein bisschen die Map aus Europa, Mitteleuropa. Ihr seht hier Deutschland. Es ist in vielen Bereichen schon einigen was los. Seht ihr quasi hier so auf der Seite Mitteldeutschland, bei uns in Thüringen nur 3, 4 Stationen nur. Ihr seht halt eben auch Hochburgen, zum Beispiel wie Berlin. Das heißt, wo wirklich viele Wetterstationen im Einsatz sind. Hat man im Helienbereich schon, also Map ist quasi auch ähnlich aufgebaut. Und wir können ja mal gucken, ob wir spaßeshalber mal eine Station reinkriegen. Genau hier könnt ihr draufklicken. Ihr seht, hier ist das Hexagon. Es lädt jetzt. Wollen wir mal gucken, ob was passiert oder ob jetzt gerade der Andrang so groß ist. Nee, hat funktioniert. Wir sind jetzt hier auf einer Wetterstation in Witzenhausen. Das heißt, vor ein paar Sekunden hat die Wetterstation das letzte Mal quasi gemeldet. Humidity ist, glaube ich, die Luftfeuchtigkeit 75%. Wir haben 0,2 Meter pro Sekunde Wind und halt eben die Regen. Wir haben aktuell keinen Niederschlag und natürlich auch die Temperatur 17,5 Grad. Das heißt, könnt ihr wirklich von jeder Station das Ganze quasi abrufen. Aber ich hatte jetzt schon 4 oder 5 Videos zu WeatherXM gemacht. Von daher denke ich mal, muss ich da nicht noch weiter eingehen. Ja, es war der 30.05. quasi gestern und der WXM-Token ist live gegangen. Und wir gucken uns einfach mal den Kurs an. Und zwar seht ihr den hier. Ich habe dazu mal Gate.io benutzt. Ich meine, es gibt auch noch andere, zum Beispiel MaxC ist auch mit dabei. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wo das gelauncht wurde. Ich hatte es ja schon mal vorgestellt. Bup, 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 bup. Haben wir hier noch irgendwo die Auflistung? Genau, bei Gate.io zum Beispiel, wo wir gerade sind, MaxC, dann haben wir hier noch einen, das ist eine Bitmart zum Beispiel. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit bei Uniswap quasi eure WXM gegen andere Währungen zu tauschen. Ja, also das steht momentan offen, beziehungsweise funktioniert auch. Und zwar seht ihr hier, das ist der aktuelle Kurs momentan. Wir sind bei 1,2817. Ist natürlich in Dollar. Das sind ungefähr 1,19 €, 1,20 €. Und das Projekt ist natürlich auch mit einem riesen Knall gestartet. Ich will mal gucken, ob ich das einblenden kann. Genau, ihr seht hier zum Launch am 30.05. um 13 Uhr war mal ganz kurz der Kurs bei 2,36 € und pendelt sich jetzt hier, wenn ihr seht, ich sag mal so, bei 1,20 € letztendlich ein. Ja, es gibt eine Belohnungsberechnung bei WeatherXM. Das heißt zum Beispiel, eure Rewards werden kalkuliert aus Proof of Location, Datenqualität, die Hardwareklasse und die Zellkapazität. Wir haben uns durch mehrere Quellen bestätigen lassen,
ich mache es mal ein Stückchen größer, damit ihr es mal sehen könnt, dass eine Wetterstation, die halt eben von WeatherXM betrieben wird, im Schnitt pro Monat zwischen 80 und 90 WXM-Token abwirft. Das sind umgerechnet, ich sag's mal so, zwischen 100 und 120 bis 130 Dollar. Man kann gut sagen, eine Wetterstation wirft im Monat 100 Euro ab. So ist es aktuell und wie ich es eben schon gesagt habe, dass die Station halt eben den Return on Invest von 4,5 bis 5 Monaten letztendlich hat. Und ja, wie gesagt, Return on Invest ist wirklich extrem schnell, was das Projekt angeht. Ja, wer jetzt natürlich Bock hat, sich in so eine Wetterstation zuzulegen, ich packe euch den Link nochmal in die Videobeschreibung unten rein zu dem Projekt. Wenn ihr über die Wetterstation bzw. über den Link euch eine Wetterstation zulegen wollt, kriegen wir natürlich einen kleinen Kickback. Das heißt, wir kriegen eine kleine Provision. Damit unterstützt ihr auch unseren Kanal, beziehungsweise damit wir auch mit den ganzen Themen weitermachen können. Ja, von daher, wer halt eben Bock drauf hat, steigt mit ein. Cooles Projekt. Ja, und ich denke mal, das wird auch was. Ja, dann haben wir natürlich noch was für alle, die jetzt schon im WeatherXM-Bereich länger dabei sind. Und zwar gibt es die Beta Rewards, das heißt Belohnung für Beta-Benutzer. Das heißt, jeder von euch, der quasi schon, ich sag mal so 6 Monate lang oder irgendwas die Station am Laufen hat. Und da gibt es einen direkten Blog bei WeatherXM, wo ihr euch das durchlesen könnt. Das bedeutet, es werden hier genau 3 Millionen Token aufgeteilt. Hier wird das Ganze nochmal grafisch dargestellt und hier gibt es auch eine Kalkulation dazu, die es halt eben ein bisschen einfacher macht. Ja, nehmen wir an, dass die Gesamtzahl der belohnbaren Stunden vor dem Tokenstart 40 Millionen Stationsstunden waren, beträgt meine Station 8000 Stunden beigetragen hat. Das heißt, wenn eure Station 8000 von den 40 Millionen Stunden hat, dann kriegt ihr 0,02% Anteil von den 3 Millionen WXM-Token. Und dann steht ja nochmal, wir werden 0,2% von den 3 Millionen zugeteilt. Das heißt, derjenige, also wenn ihr schon 8000 Stunden auf der Uhr habt mit eurer Station und das noch stimmt mit den 40 Millionen, habt den Anspruch auf die 600 WXM. Hier ist es aber halt eben so, die 600 WXM, die werden nicht geairdroppt. Das heißt, die bekommt ihr jeden Tag zufällig, also das heißt nicht zufällig, ihr kriegt eure Token jeden Tag zusätzlich. Seht ihr auch nochmal, die Station zugeteilte Belohnung werden durch 365 geteilt. Das heißt, ihr bekommt halt eben innerhalb von einem Jahr, ich dachte auch gelesen zu haben, genau, dass halt eben das ein Jahr dauert. Hier sehe ich auch nochmal, die Dauer der Belohnungsverteilung beträgt 425 Tage. Das heißt, in dem Raum zwischen 365 und 425 Tagen bekommt ihr eure WXM-Token bzw. eure Beta-Belohnungen jeden Tag. Und zwar seht ihr das, wenn ihr dann in der App drin seid. Ich habe es mal notiert. Ihr habt eure Baseline Rewards und das seht ihr nochmal. Da müsste bei euch in der App irgendwo Boost drin stehen. Und bei Boost wird euch eure Beta Rewards angezeigt, die natürlich auch jeden Tag ausgeschüttet werden, also zwischen 300 und 425 Tagen. Ich habe gesehen, da gab es auch einen aktuelleren Beitrag dazu ich muss mal ganz kurz gucken. Finden wir den hier noch irgendwo auf die Schnelle? So, genau. Hier gibt es nochmal vom 16. Mai auch nochmal ein bisschen was dazu, weil die Belohnung hatten unterschiedliche, ich sag's mal so, Kernpunkte. Das heißt, bis zu einer gewissen Zeit musste man halt eben dabei sein, beziehungsweise es gab einen Bemessungszeitraum. Hier ist es auch nochmal so nochmal aufgeteilt. Das heißt, hier sind wir wieder bei den 3 Millionen, die aufgeteilt werden, mal meine Stunden. Hier haben wir wieder diese 8000 durch die Gesamtstunden der Netzwerkstation, also durch die 40 Millionen. Wenn es noch 40 Millionen sind, vielleicht ist es ein bisschen mehr. Ich weiß es aktuell nicht und so berechnet sich halt eben eure Rewards. Und ich hoffe wirklich für alle von euch, die mitgemacht haben, dass ihr auch maximale Erfolge mit dem Projekt letztendlich macht. Das heißt, ich meine 400 Dollar bzw. Euro. Einige von euch haben es ja auch schon woanders geschossen, die Wetterstation. Von daher viel Erfolg, viel Glück damit, ja, und vor allen Dingen, ich sag's mal so, maximale Erfolge, was das Projekt angeht. Ja, wenn jetzt natürlich, ja, ihr seht hier gerade, der Kurs bewegt sich, ich glaube, wir waren eben bei 1,28. Oh, was ist jetzt hier los? Wenn natürlich der Kurs steigt, ist es natürlich noch besser, weil ihr kriegt zum einen eure Base Rewards, was ich eben schon gesagt habe, die im Monat sich zwischen 80 und 90 bewegen, je nachdem,
wie ihr hier mit diesen 4 Faktoren abschneidet, also Proof of Location, Datenqualität, Hardwareklasse und Zellkapazität. Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen weniger ist. Oh, jetzt ist aber hier wirklich ganz schön Action drin im Kurs, sage ich jetzt mal. Müsste ich mich eigentlich anmelden und doch mal was investieren. Oh, nein, das Video ist natürlich jetzt für euch. Wie gesagt, wir sind jetzt mal von den 21 ausgegangen. Dann habt ihr natürlich die 100 Euro grob gesagt im Monat. Wenn natürlich jetzt der Kurs auf 1, 2, 3 Euro hochgeht, 2, 3 Euro, dann ist es natürlich wesentlich mehr. Dann können wir auch davon reden von 200 bis 300 Euro im Monat. Aber naja, das weiß man halt eben auch nicht. Ich denke mal, hier kauft sich gerade irgendeiner rein, so wie halt eben der Token hochgeht. Ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen beobachten und ja, aber ihr seht, es ist halt eben auch volatil. Ja, ich halte mich noch mal kurz. WXM, Versa XM ist live. Ihr könnt damit aktuell Geld verdienen. Station kostet 400 Euro. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung unten rein. Kommen noch ein paar Gebühren dazu, Versand und ich glaube Steuern sind noch mit dabei. Wirft aktuell, wie ich es gesagt habe, zwischen 80 und 90 Token ab pro Monat. Könnt ihr euch ausrechnen, was es hier aktuell ist. Und ja, allen anderen, lasst einfach mal einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Wer eine WXM-Station hat, also eine Versa XM-Station, was in eurer Erfahrung ist das gut? Was habt ihr für Rewards bekommen, etc.? Ja, also das würde uns natürlich auch interessieren und natürlich auch unsere Zuschauer. Ja, ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch was. Schönes Wochenende. Bis die Tage. Bis später. Ciao.